Moin! Wir haben uns dem Problem angenommen des Schlingerns der Harleys. Und zwar geht es darum, dass die Touring-Modelle ab 2011 alle anfangen, bei höheren Geschwindigkeiten zu schlingern. Ganz speziell Streetglide, Roadglide. Ja? Und wie wir dieses Problem beheben, zeigen wir euch jetzt. Wir haben hier eine CVO Streetglide vom Baujahr 23. Die hat uns unser Partner Don Performance aus Bremen zur Verfügung gestellt, um diverse Prototypenarbeiten durchzuführen. Und es hat sich herausgestellt, dass gerade bei diesen Touring-Modellen die Fahrzeuge bei höheren Geschwindigkeiten anfangen zu schlingern. Aufgrund dessen haben wir eine Lösung ausgearbeitet. Wir haben hier ein paar PU-Buchsen. Ja. Und zwar sind diese Teile für die Schwinge bestimmt. Die kommen in die Lagerung und die müssen wir nachher hier hinten einbauen. Ich zeige euch heute, wie wir das machen. Das Problem ist aber dennoch nicht komplett behoben, wenn wir die Buchsen einbauen. Und zwar müssen wir noch ein weiteres Teil einbauen. Wir haben hier eine Zugstrebe. Ja? Diese ist für hier vorne am Motor befestigt. Das Problem ist dann halt folgendes: Mit der Strebe können wir die Schwinge quasi hinten einstellen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil wir das halt vorne einstellen und hinten sich die Schwinge verstellt. Und zwar ist es so, dass der Motor mit der Schwinge gemeinsam gelagert ist, in einem großen Gummilager. Wenn wir jetzt hier vorne nachher später hingehen, die Strebe verstellen, verstellen wir die Schwinge und salopp gesagt ist die Schwinge, wenn man sich jetzt eine Linie denken würde, in Waage, steht die Schwinge quasi schräg im Motorrad. Ja? Also man würde quasi sagen, das Motorrad macht 2 Spuren im Schnee. Okay, so, dann werde ich jetzt hier diese Kappe entfernen, weil dahinter befindet sich dann die Verschraubung für die Schwinge. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite natürlich auch. Okay, dann werden wir die Schraube gleich ein bisschen warm machen, weil die ist mit Loctite eingeklebt und dann werden wir die mit dem Schlagschrauber rausschrauben. So, jetzt haben wir die Schraube raus und auch die Lagerbuchse. Man kann halt ganz klar sehen, dass sie halt deutlich kleiner ist und die neue PU-Buchse dann im Endeffekt das Schwinglager komplett ausfüllt. Ja, man sieht es, das ist zu klein, hat eine Menge Spiel und die geht dann gleich fluffig rein. Gut, also die Schraube ist wieder reingedreht. Wir ziehen jetzt mit dem passenden Drehmoment an und wir haben noch einen Tropfen Loctite dran gemacht. Let's go! Okay, gut, dann wenn die Schwingeinsätze eingebaut sind, haben wir hier noch ein Spezialwerkzeug. Mit diesem Werkzeug können wir einmal die Länge überprüfen. Das setzen wir dann so einmal an, ja, dass das auf den Schraubenköpfen aufsitzt. Okay, dann setzen wir es auf dieser Seite einmal an und sehen, dass das hier plötzlich nicht mehr übereinander passt. Ja? Man kann hier ganz klar sehen, dass der Unterschied schon enorm ist. Okay, jetzt haben wir euch hinten gezeigt, dass die Schwinge nicht gerade hinten drin steht. Dafür haben wir jetzt diese einstellbare Strebe, weil es gibt werkseitig auch keine Möglichkeit, das irgendwie irgendwo einzustellen. Diese Strebe wird durch diese ersetzt, die kommt dann hier rein. Und dadurch, dass wir dann nachher eine verstellbare Strebe haben, können wir den Motor hier vorne quasi zu uns kippen oder einmal von uns wegdrücken. Und im gleichen Zug, weil der Motor hinten gelagert ist mit der Schwinge, bewegt sich die Schwinge mit. Und somit stellen wir das dann schön synchron ein.
Okay, so, vorne ist jetzt komplett eingestellt. Ne? Ich war immer regelmäßig hinten, habe einmal kontrolliert, ob das dann noch passt. Und wie wir sehen, das Werkzeug geht jetzt wieder fluffig drüber und somit haben wir die Schwinge eingestellt. Ja, jetzt könnt ihr ganz angenehm ein bisschen schneller fahren mit den Fahrzeugen. Wie gesagt, die Aktion bezieht sich auf Geschwindigkeiten von über 160 km/h, wo die Fahrzeuge halt darauf reagieren, Wind, Straßenunebenheiten etc. Ja, und das sollte damit dann abgegolten sein. Also, wenn ihr euch für unsere Problemlösung interessiert, unsere Kontaktdaten stehen unten in der Box. Bis zum nächsten Mal.